Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich möchte gerne auch heute deine ganz persönliche Ermutigerin sein und dir eine weitere, sage ich mal, Möglichkeit zeigen, um ein besseres, selbstsichereres, glücklicheres, erfüllteres und damit, wie ich es nenne, mutigeres Leben zu leben. Falls du mich noch nicht kennst und etwas mehr über mich und meine Arbeit als individualpsychologische Beraterin und Mentalcoach erfahren möchtest, dann schau dir gerne die anderen Videos an und vor allem hier unten in der Beschreibung zu diesem Video findest du weitere Informationen über mich und auch einen Link zu meiner Webseite und Links zu verschiedenen anderen Ressourcen, die du dort findest. Und wie gesagt, vor allem schau dir die Videos am besten eins nach dem anderen an, dann verstehst du besser, wer ich bin, wo ich bin und du kannst insgesamt eine Menge lernen. Wie immer gleich an dieser Stelle meine Bitte an dich, wenn du dieses Video magst oder wenn du wenigstens, wenn du irgendetwas für dich daraus mitnehmen kannst, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du dieses Video an deine Freunde, Verwandten, Bekannten verteilst. Denen kann das ja durchaus auch weiterhelfen. Heute bin ich mitten in Ubud am sogenannten Saraswati-Tempel, der umgeben ist von riesigen Seerosenteichen, wunderschön. Und du kannst es hier auf diesem Schwenk, den ich hier mache, sehen. Und es sind gefühlt 35 Grad, aber auf dem Thermometer sind es nur 32 Grad und ich muss daher immer mal wedeln. Die Sonne steht sehr hoch und also im Westen schon und sie knallt mir voll ins Gesicht. Also kann auch sein, dass ich mal die Brille aufsetzen muss, aber ich wollte es nicht versäumen. Nachdem es heute Morgen so heftig hier geregnet hat, habe ich gedacht, jetzt ist die Chance hierher zu gehen. Und es ist auch ganz leer, es ist sonst niemand da. Das ist ja auch günstig, um ein Video zu drehen. So, nun aber in medias res, wie der Franzose zu sagen pflegt. Heute habe ich mir das Thema Perfektionismus vorgenommen. Und ich kann dir versprechen, dass du es hier mit einer echten Perfektionismus-Expertin zu tun hast. Bis ich inzwischen sind es schon mehr als 20 Jahre, mit meinem Burnout komplett zusammengebrochen bin, war ich sozusagen die Inkarnation des Wortes Perfektionismus. Man könnte sogar sagen, ich habe ihn erfunden. Und dann bin ich schlussendlich beinahe daran zugrunde gegangen. In meiner Praxisarbeit habe ich in all den Jahren mit unzähligen Klienten zu tun gehabt, die an vielfältigsten Schwierigkeiten zu knabbern hatten und oftmals erst in der Arbeit mit mir erkannten und erkennen konnten, dass sie sich mit ihrem perfektionistischen Denken selbst an diesen Punkt ihrer Verzweiflung gebracht hatten. Denn so gut und verständlich es sein mag, wenn man hervorragende Ergebnisse erzielen will und wenn man solide Arbeit abliefern möchte, so schädlich ist es eben, wenn man sich in diesem Bestreben mit einem 110% Anspruch selbst sabotiert und den eigenen Erfolg damit verunmöglicht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass sehr viele Menschen so hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selbst stellen, dass sie die meiste Zeit darauf verwenden, perfekt zu werden bzw. ihr Ergebnis perfekt zu machen. Dies ist aber aller Erfahrung nach nicht nur erschöpfend, sondern regelmäßig enorm frustrierend. Denn es ist schlichtweg nicht möglich, perfekt zu sein. Warum nicht, fragst du dich? Weil der eigene Anspruch der Perfektionisten an sich selbst mit dem bereits Erreichten mitwächst, sodass das Ziel immer zum Greifen nah erscheint, aber mit jedem Schritt, den man macht, den man also vorwärts geht, immer weiter in die Ferne rückt. Von wegen 110% geben. Ha, kann ich da nur sagen. Kannst du jetzt verstehen, warum viele Perfektionisten an Erschöpfung leiden? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir stellen uns jetzt mal vor, Peter hat eine Präsentation vorzubereiten, die sein Chef am Mittwoch in der Vorstandssitzung braucht. Okay, das Thema ist gesetzt und der Zeitrahmen, der zur Verfügung steht, ist ebenfalls bekannt. Also macht sich Peter an die Arbeit, trägt alle Informationen zum Thema zusammen und beginnt damit,
die Folien, ob in PowerPoint oder wie auch immer, zusammenzustellen. Den Großteil der Arbeit hat er dann auch in relativ überschaubarer Zeit fertig. Und eigentlich könnte man sagen, ja, das kann man jetzt direkt so abgeben. Denn Peter versteht seinen Job und er weiß, was es zu tun gibt. Doch dann kommt da plötzlich so ein komischer Zweifel ums Eck gekrochen. Er fragt sich, ob er das Thema auch wirklich richtig verstanden hat. Ob er wirklich die richtigen Informationen rausgepickt hat. Ob er wirklich die richtige Schriftgröße gewählt hat. Ob er nicht vielleicht doch ein wenig mehr mit Grafiken hätte arbeiten sollen. Ob er womöglich noch ein paar Bullet Points mehr einbauen sollte. Und so geht es die ganze Zeit weiter und er nimmt sich die Präsentation nochmal vor und verbringt noch einmal viele Stunden damit, alles auseinanderzunehmen, umzuschmeißen. Er entdeckt neue Aspekte, die er vorher total vergessen oder weggelassen hatte. Er findet das ein oder andere noch im Internet und sitzt dann, du denkst es dir schon, noch bis spät am Abend im Büro, bis ihm schließlich die Augen zufallen. Cool. Natürlich wissen wir nicht, was Peters Chef zu dieser Präsentation, wenn es sie denn tatsächlich gegeben hätte, sagen würde. Aber ich kann dir sagen, wie Peter sich fühlt. Und vermutlich kennst du diesen Zustand auch. Er fühlt sich nämlich ausgelaugt, erschöpft, müde, ungenügend, zweifelnd, gestresst, traurig. Ich meine, ganz ehrlich, das braucht doch kein Mensch. Und weißt du auch, was die richtige Lösung gewesen wäre? Wenn Peter seinem ersten Impuls gefolgt wäre und die Präsentation nach seinem ersten gründlichen Erstellen einfach abgegeben hätte. Ich möchte dir an dieser Stelle das Pareto-Prinzip in Erinnerung rufen oder, falls du es noch nicht kennst, vorstellen. Das Pareto-Prinzip, benannt nach Vilfredo Pareto oder auch Pareto-Effekt oder 80-zu-20-Regel genannt, besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse erfordern mit 80% des Gesamtaufwandes die quantitativ meiste Arbeit. Im Klartext heißt das, dass der Perfektionist für die 20% Perfektion 80% seiner Zeit und Energie aufwendet. Ehrlich, hört sich das für dich vernünftig an? Also ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass ich mich damals, da arbeitete ich noch als Journalistin bei einem Verlag in Baden-Baden, regelmäßig bis in die Abendstunden am Feinschliff eines Artikels aufgerieben habe, den mein Chef am nächsten Morgen dann aber sowieso komplett verändert hat. Und einmal habe ich es drauf ankommen lassen, weil mein kleiner Sohn krank war und ich überhaupt keine Chance und definitiv keine Zeit für meine perfektionistischen Spielchen hatte. Ich habe ihm also einfach einen, ich sag mal für meine Begriffe, schnell runtergeschriebenen Text übergeben. Und jetzt, rate mal, den hat er einfach so genommen und veröffentlicht. Schließlich war ich immer eine gute Schreiberin. Und wie gesagt, oft ist der erste Wurf der beste. Klar, das muss nicht immer so klappen, aber du wirst dich immer wesentlich leichter und entspannter fühlen, wenn du die Pareto-Regel anwendest. Und schließlich kann es auch nach einer durchgearbeiteten Nacht passieren, dass dein Chef deine Präsentation in die Tonne kloppt. Weiß man halt vorher nicht. Dann kann man es doch auch gelassen angehen. Meinst du nicht? Das Schwierigste an der Umsetzung dieser Regel ist, und zwar nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern aus vielfach bestätigten Berichten, Folgendes: Den eigenen Antreiber und das Gedankenkarussell, das dich immer mehr antreibt, einfach zu stoppen. Dazu ist es sehr hilfreich, auf deine Gedanken zu achten und dir aufzuschreiben, was es in deinem Kopf so plappert. Zum Beispiel Sätze wie: Nur wenn ich eine perfekte Präsentation abliefere, behalte ich meinen Job. Ja, okay. Sobald du solche Gedanken in deinem Kopf findest, also sie zwischen deinen Ohren sozusagen hörst, ist es sehr wichtig, diese zu hinterfragen, am besten mit dem Satz: Ist das wirklich, wirklich, wirklich wahr?
Und mit ein wenig Nachdenken wirst du selbst herausfinden, dass das natürlich nicht wahr ist. Und du könntest dir dann genauso gut sagen, meine Präsentation ist jetzt schon gut genug. Na, wer würde da wohl widersprechen? Außer du selbst womöglich. Stattdessen braucht es eben andere Gedanken, die dir signalisieren, also die du dir selber signalisierst, dass du so gut genug bist, dass deine Arbeit so gut genug ist und so weiter und so fort. Mir persönlich hat dabei anfangs sehr der Ausspruch des Tennisprofis Arthur Ashe, ein Tennisheld meiner Jugend, geholfen. Der sagte damals, ich glaube es war, starte, wo du stehst, nimm, was du hast, tu, was du kannst. Ist das nicht wunderbar erleichternd? Ich habe selbst jahrzehntelang Tennis gespielt und hunderte Trainerstunden gehabt. Es ist tatsächlich so, man kann immer nur da starten, wo man gerade steht. Und man kann immer nur das nehmen, was man gerade hat oder was man halt hat. Und man kann tatsächlich nur das tun, was man tun kann. Alles andere ist der Weg des Wachstums, der Weg der Verbesserung, auf dem wir natürlich unaufhörlich sowieso unterwegs sind und auch sein sollen. Aber doch bitte ohne Druck, ohne Selbsterniedrigung, ohne Selbstzweifel. Naja, ich denke, damit kann ich es für heute auch bewenden lassen. Ich schmelze hier sowieso gerade dahin. Aber lass du diese Infos mal so ein bisschen sacken. Schau mal in dein Leben, wo du dich selbst mit deinem eigenen Perfektionismus fertig machst, wo du deine Energie verschwendest, wo du dich selbst in deinen Gedanken, also mit deinen eigenen Gedanken schlecht redest und wo du deinen Zweifeln komplett das Feld überlässt. Und wenn du magst, schreib dir diesen Spruch von Arthur Ashe auf ein Post-it, kleb es dir an deinen PC oder in deine Brieftasche oder auf dein Lenkrad oder alle drei. Falls du Schwierigkeiten haben solltest, die 80-20-Regel umzusetzen oder es schwierig findest, deinen perfektionistischen Antreiber besser in den Griff zu kriegen, dann melde dich doch gerne bei mir. Vielleicht kriegen wir es gemeinsam besser hin. Ich wünsche dir auf jeden Fall für heute einen wunderschönen Tag, der eben so perfekt ist, wie er nur sein kann und an dem du so perfekt bist, wie du eben nur sein kannst. Ich sende dir Liebe, Mut und Zuversicht. Wie immer, deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao, ciao. Bis bald.